Auf unserer Panamerikaner-Reise ist in letzter Zeit einiges durcheinander geraten. Also ist es Zeit, Klartext zu sprechen. Hinter den Kulissen ist viel passiert. Neue Erfahrungen, eine unerwartete Herausforderung und es steht eine Menge Arbeit an, die nicht ganz ohne Überraschung bleibt. Leute, ich kann euch sagen, Termiten sind richtig scheiße. Das ist richtig kacke, die zu haben. Und dass wir sie jetzt schon wieder haben, irgendwie verstehe ich das nicht. Aber wir lassen uns nicht ausbremsen und starten mit euch in einen neuen Abschnitt. Hola und schön habt ihr wieder eingeschaltet zu unserem neuen Video an diesem idyllischen, ruhigen Platz. Oder vielleicht doch nicht ganz so ruhig, man hört's. Auf jeden Fall, wir sind wieder zurück aus Europa. Wir sind wieder in der Nähe von Lima angekommen. Ja, danke. Und ja, in den letzten paar Wochen gab es ein paar Verwirrungen, wo wir uns jetzt gerade befinden, was wir gerade machen. Und ich glaube, das sollten wir jetzt mal klarstellen. Seit den Aufnahmen des letzten Videos und heute sind tatsächlich einige Wochen vergangen, in denen wir auch in Europa waren. Jetzt sind wir vor ein paar Tagen zurückgekommen. Ich muss sagen, es ist schon eine ganz schöne Eingewöhnung, wieder hier zu sein. In Europa ist ja alles so geordnet und geregelt und auch so leise. Und hier merken wir wieder, wie laut es ist und überall viel los. Ja, und wir haben auch noch nicht mal alles ausgeräumt. Wir müssen den Van noch fertig einrichten. Wir haben hier immer noch Sachen draußen stehen, um die wir uns kümmern müssen. Und leider werde ich aber dabei wahrscheinlich keine so große Hilfe sein, weil gegen Ende unserer Zeit in Europa hatte ich zunehmend Probleme mit der Hüfte. Und ich war dann auch beim Arzt, sogar mehrfach, aber die Zeit hat einfach nicht gereicht, um eine finale Diagnose zu erhalten. Also es gibt jetzt eine Diagnose auf Verdacht und die heißt einfach, dass es ja, noch länger dauern wird. Aber ich mache jetzt Übungen, die helfen auch ein bisschen. Aber leider bin ich halt schon eingeschränkt, was meine Mobilität gerade angeht. Und natürlich kommt immer alles dann zusammen, wenn es am ungünstigsten ist. Also nicht nur, dass Jessie das mit der Hüfte hat, sondern sie war ja auch noch krank. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass wir uns nicht wirklich gefreut haben, hierher zu kommen. Denn wir waren ja vor der Abreise nach Europa schon mal hier auf diesem Platz. Und wieso wir genau auf diesem Platz sind, auf das kommen wir dann später noch zu sprechen. Aber wir wussten, wie laut das ist, dass es staubig ist und dass wir hier noch ein paar Tage sein werden. Also es ist nicht so, dass wir heute zusammenpacken und dann weitergehen, sondern wir müssen hier noch abwarten, dass sich unser temporärer Import des Fahrzeugs wieder erneuert. Und das dauert halt einfach und ja, was soll's. Man kann es nicht ändern. Die meisten von euch wissen es, wir sind doch meistens positiv eingestellt. Wir versuchen das Beste draus zu machen und auch in diesem Fall wird es so sein, dass wir jetzt einfach vorwärts schauen und das Wichtigste ist, dass Jessie halt wieder gesund wird und alles andere wird sich dann einfach mal zeigen. Ich bin ja allgemein nicht der Typ, der gerne Arbeit an anderen überlässt. Und ja, Roberto muss natürlich alles abfangen, was ich jetzt nicht tun kann. Der Arzt meinte, ich soll die Hüfte möglichst nicht belasten. Und klar, rund um den Van geht es meistens schon auch irgendwie, aber sobald ich ein paar hundert Meter mehr mache, dann habe ich schon Schmerzen. Und ja, ich muss diszipliniert sein, weil sonst zieht es sich ja nur noch länger in die Länge und dann fühle ich mich noch mehr wie eine Belastung. Etwas Positives hatte es auf jeden Fall, als wir zurückgekommen sind. Wir hatten ja die Befürchtung, dass es dem Van vielleicht nicht so gut ergangen ist, während wir weg waren. Das letzte Mal, als wir länger den Van abgestellt hatten, hatten wir alles voller Schimmel. Das war echt nicht schön, aber diesmal hat alles gut geklappt. Wir hatten auch Salz ausgelegt, das die Feuchtigkeit aufsaugen sollte und ja, also es war eigentlich alles in Ordnung, so wie wir es hinterlassen hatten im Van und das war schon sehr cool. Wir haben uns aber auch ein paar To-Dos mitgebracht, also es wird trotzdem was rund um den Van zu tun geben und wir haben auch ein paar andere Dinge eingeführt, die wir auf jeden Fall auch längerfristig beibehalten wollen. Dieses Video wird gesponsert von BetterHelp und das passt tatsächlich auch sehr gut zu unserem Thema. Wir sind ja gerade erst vom Heimaturlaub zurückgekommen und ja, es war sehr schön, Freunde und Familie zu sehen. Die Begegnungen haben einfach richtig gut getan. Aber die Zeit in Europa hat auch einige Fragen aufgeworfen. Was kommt nach der Reise und wie geht's weiter? Also allgemein nicht nur geografisch, sondern in unserem Leben und auch mit diesem YouTube-Kanal. Auch während der Reise. Also auf so einer langen Reise,
gibt es natürlich unendlich viele schöne Momente, aber wir hatten auch unsere Tiefs. Also es gab Momente, da war uns wirklich alles einfach zu viel und wir haben uns gefragt, wie wir überhaupt unseren eigenen Ansprüchen noch gerecht werden können. Wenn die Tage zum Jahresende kürzer werden, es um einen ruhiger wird, dann merkt man solche Phasen oft noch deutlicher. Da hilft es, verbunden zu bleiben. Mit anderen, aber auch mit sich selbst. Manchmal können Gespräche mit Freunden oder auch im Familienkreis schon helfen, die Gedanken ein bisschen zu sortieren. Aber es gibt eben auch Themen, die will man nicht unbedingt im Freundeskreis ansprechen. Und da braucht es manchmal auch einfach diesen neutralen Blick von außen. Ich habe gemerkt, sich wirklich zu öffnen, kostet einen echt Überwindung. Aber es kann gleichzeitig auch so befreiend sein. Und wenn man realisiert, dass man professionelle Unterstützung gut brauchen könnte, kann der Schritt zu psychologischer Beratung ein echter Gamechanger sein. Und da kommt eben BetterHelp ins Spiel. BetterHelp ist eine Online-Plattform für psychologische Beratung, die sich deinem Leben anpasst. Du kannst dort mit einer professionellen Beraterin oder einem Berater sprechen, über Video, über Telefon oder Live-Chat. Ganz egal, wo du bist, ganz ohne Anfahrtsweg. Das Gute ist, du entscheidest, wie du kommunizieren möchtest. Und falls die Chemie doch mal nicht stimmt, kann man jederzeit kostenlos wechseln. Es geht auch nicht darum, Freunde zu ersetzen, sondern sich zusätzlich jemanden an die Seite zu holen, der professionell geschult ist, zuzuhören und zu begleiten. Wenn sich die Saison schwer anfühlt, zieht man sich schnell zurück. Dabei kann der Schritt nach außen, ob zu einer Freundin oder durch Beratung, sehr vieles leichter machen. Geh auf betterhelp.com/cheerpytravelers oder klick auf den Link in der Videobeschreibung, um 10% Rabatt auf deinen ersten Monat zu bekommen und gleichzeitig auch unseren Kanal zu unterstützen. Ich meinte ja schon vorhin, dass es richtig staubig ist. Kein Wunder, wir sind hier wirklich mitten in der Wüste und ja, die Solarpaneele, die haben auch schon bessere Tage gesehen. Die sind ja komplett in Staub eingehüllt und irgendwie eine Katze hatte hier oben auch Freude, die ist hier rumgelaufen, man sieht so die Pfoten, aber ich glaube, ich putze hier nicht nur die Solarpaneele sauber, sondern ich glaube, ich nehme hier mal den Schlauch und spüle diesen ganzen Dreck hier runter. Jessie? Ja? Meinst du, könntest du mir diesen Schlauch da hinten geben, diesen Wasserschlauch, damit ich da oben putze, geht das? Ja, doch, also ein bisschen Geduld, aber es geht schon. Ist schon brutal, was da für ein Dreck runterkommt. Also klar, man sieht ja, wenn es eingestaubt ist, aber erst mit dem Wasser sieht man dann, was da runterläuft. Das tut Jimmy auf jeden Fall gut. Ich möchte aber unbedingt auch klarstellen, wir hatten in Europa auch eine richtig schöne Zeit. Wir haben ja auch Familie und Freunde wieder getroffen und sind auch ein paar Wochen mit unserem Synchro durch Süddeutschland gefahren. Wir kannten die Ecke gar nicht wirklich, nur von der Durchfahrt und jetzt durften wir ein paar Ecken genauer kennenlernen. Es war sehr, sehr schön. Erstens mal die Region, aber natürlich auch, dass wir das mit Freunden erleben durften. Und wir möchten uns auch ganz herzlich bei euch bedanken. Wir waren auch am Swiss Caravan Salon, durften da sogar einen Vortrag halten. Und da sind so viele von euch gekommen, um uns zu besuchen, um Hallo zu sagen. Wir durften endlich mal ein paar mehr von euch auch persönlich kennenlernen. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, also im Namen von uns beiden. Auch, dass einige von euch etwas bei uns gekauft haben, also viel mehr als wir erwartet hätten. Und natürlich auch ein Dankeschön an alle, die immer, die überhaupt was im Shop gekauft haben. Wir nehmen das immer sehr persönlich, aber im positivsten Sinne. Und apropos Shop, demnächst wird es auch eine besondere Weihnachtsaktion geben. Schaut da also sehr gerne vorbei. Ja, und damit sind wir jetzt eben doch in der Gegenwart angekommen. Also vielleicht noch zur Klarheit. Also die letzten Videos, die ihr aus Peru gesehen habt, die haben wir aufgenommen, bevor wir nach Europa gefahren sind. Wir wollten in Europa aber aktuell sein, mindestens in der Anfangszeit. Da haben wir ja auch ein paar Videos dazu gemacht, da könnt ihr gerne reingucken. Wir wollten aber dieses Material nicht einfach untergehen lassen, weil da haben wir ja so viele tolle Sachen auch erleben dürfen, dass wir gesagt haben, hey, wir bringen das jetzt einfach später. Und mittlerweile sind wir aber jetzt wirklich aktuell. Also wir sind nur ein paar Tage zwischen diesen Aufnahmen und der Veröffentlichung am Sonntag, denn ja, da muss ja auch noch der Schnitt dazwischen stattfinden.
Aber ich glaube, so aktuell wie jetzt waren wir wirklich schon lange nicht mehr. Boah, wie viel Dreck da runtergekommen ist. Das ist schon heftig, wie viel Sand sich da überall abgesetzt hat. Aber ja, ich glaube, vorerst ist es okay. Wir werden wahrscheinlich, bevor wir hier losfahren, noch eine Waschstraße aufsuchen. Aber wir dürfen hier den Platz leider nicht verlassen. Von dem her, ja. Was meinst du? Frühstück? Unser erster Einkauf war nicht sehr groß, aber es reicht auf jeden Fall für ein Frühstück und auch einen Smoothie. Ja, und in den nächsten Tagen gehen wir auf jeden Fall nochmal in die Ortschaft und kaufen nochmal richtig ein. Das ist auf jeden Fall ein guter Grund, wieder zurückzukommen. Die vielen tollen Früchte, die es hier gibt. Das habe ich in Europa ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Wie das riecht. Roberto hat ja vorhin noch den Tipp erwähnt und dass wir uns von hier nicht wegbewegen können. In Peru ist es so, wenn man mit dem eigenen Fahrzeug nach Peru fährt, löst man oder ja, importiert man das Fahrzeug temporär in das Land ein. Also nicht nur in Peru, eigentlich in jedem Land. Genau. Hier ist es einfach so, also man erhält standardmäßig 3 Monate ungefähr für das Fahrzeug und meistens auch für einen als Mensch. Und dieser Tipp kann dann ausgesetzt werden im Falle, dass man das Land verlässt. Also so wie wir jetzt eben in Europa waren, da haben wir den Tipp ausgesetzt oder quasi pausiert und sind jetzt im Prozess, dass wir den Tipp quasi wieder reaktivieren, also das Fahrzeug auch wieder bewegen dürfen. Denn solange wir keinen aktiven Tipp haben, dürfen wir das Fahrzeug nicht legal auf peruanischen Straßen bewegen. Ja, und dieser Prozess dauert halt eine Weile. Wir sind auch deswegen speziell an diesem Platz hier, denn der Besitzer dieses Campingplatzes, der hilft bei diesem Prozess. Und er bürgt während der Zeit, wo wir nicht hier sind, dass das Fahrzeug sich nicht von hier bewegt. Genau. Ja, und jetzt ist es nicht der beste Platz und der schönste Platz, aber ja. Für diese Formalitäten eben doch ein sehr praktischer Platz immerhin. Ja, und hier gab es ein Brot mit. Mhm. Ah. Langsam wird es hier draußen richtig warm. Man merkt, dass der Sommer hier bald anfängt. Wir sind uns gar nicht mehr gewohnt, dieser Hitze. Und deshalb verschieben wir uns jetzt nach drinnen, denn wir haben aus Europa Wasserschläuche mitgenommen. Die alten sind wahrscheinlich ziemlich durch und ich würde sagen, wir gehen das jetzt einfach mal an. Ja, okay, was brauchen wir? Das. Das ist, glaube ich, alles. Wir haben ja unseren Wassertank unter der Sitzbank neben der Küche. Wir befüllen aber den Tank hinter der Küche, also bei der Hecktüre. Das heißt, wir haben einmal einen Schlauch, der komplett durch die Küche bis nach hinten durchgeht und dann natürlich einen Schlauch zum Waschbecken, das ja auch am hinteren Ende der Küche ist. Und das sind auf jeden Fall die 2 Schläuche, die wir tauschen wollen. Sieht
gar nicht so hässlich aus. Jetzt Ach was. Ne? Ich glaube, das hätten wir auch sein lassen können. Aber das ist die richtige Länge. Bis wohin? Bis hier? Ja. Ich dachte zuerst, der Schlauch sei viel zu kurz. Wirklich? Ja. Ja, wir haben sie nur geschätzt beim Kaufen. Wir haben ja hier im Van vieles mit diesen Gardena-Anschlüssen gemacht. Wir haben das Wassersystem. Das hat sich bis jetzt richtig gut bewährt. Der erste Schlauch ist drin. Jetzt machen wir noch den Schlauch, der zum Wasserhahn geht. Dann ist das auch gemacht. Ja, das ist hier. Noch mehr? Schauen, ob das funktioniert. Sehr gut. Schön, dass dieses To-Do durch ist. Wir haben noch eine längere Liste und ich fürchte, wir werden wahrscheinlich heute nicht mit allem fertig. Es dauert halt eben doch immer wieder alles länger, als man denkt. Aber ein To-Do schaffen wir heute auf jeden Fall. Es gibt jetzt einen neuen Haarschnitt. Und ich bin richtig froh, dass die Wolle endlich wegkommt, denn mit dieser Hitze muss das Zeugs weg. Okay. Ja, Gut, passt. mal schauen, wie es geworden ist. Ob Jessie eine gute Arbeit geleistet hat. Und? Gut, so wie immer eigentlich. Ist immer gut. Ja, ich habe ja jetzt ein paar Monate nicht üben können. Ja, aber War skeptisch. ich war in der Schweiz mal beim Coiffeur, also beim Friseur. Ja. Und das war nicht so gut. Das hat mich eine Stange Geld gekostet. Also. Ja, hier kriegst du es gratis. Das hat wieder richtig gut getan. Ich merke einfach, wenn ich dranbleibe und meine Übungen mache, dass das wirklich hilft. Einfach diese Dehnungen, die dann dem Gelenk mehr Platz geben, das ist schon viel wert. Und jetzt kommt auch endlich die Sonne raus. Schon krass, hier geht die um 5:30 morgens auf. Also bis sie hinter den Bergen hervorkommt, dauert es eine Weile länger. Aber trotzdem, die Tage sind so richtig lang. So ungewohnt, nachdem wir erst im November hier zurückhergekommen sind und in Europa das ein bisschen anders aussieht. Ja, ich glaube, jetzt gibt es mal Kaffee und dann starten wir in den Tag. Hier liegen ja immer noch so viele Sachen rum, die erledigt werden wollen. Also haben wir heute auch noch einiges zu tun. Auch heute knallt die Sonne richtig runter, weshalb wir uns jetzt einfach entschieden haben, mal die Markise runterzunehmen. Denn gestern haben wir ein bisschen zu viel Sonne bekommen, obwohl wir uns eingecremt hatten. Also ja, die Sonne ist richtig hart hier. Das ist gut
hoffentlich nicht. So gestaubt. Oh, und wo ist das? Das ist oben. In der Das Box, ja. Die hier? Ja. Okay, und dann spannen wir das da oben in dieses Loch rein, oder wie machen wir das? Ja, für was denn? Ja, damit wir es an den Baum spannen können. Aber wir haben doch die Eheringe. Die können Ja? wir doch am Boden hin tun. Ach so, stimmt, da ist ja ist ein bisschen außer Übung. Ja, ich habe ganz vergessen, dass es hier auch eine Schlaufe gibt. Ja gut. Okay. Wir nutzen die Markise wirklich viel zu selten und ich weiß nicht, vielleicht sieht man es, aber ich habe mir wirklich einen Sonnenbrand von gestern geholt. Also ist dieser Schatten heute wirklich Gold wert. Muss wieder reinkommen mit dieser andinen Sonne oder südamerikanischen Sonne. Die knallt einfach irgendwie noch mal mehr, auch wenn man Sonnencreme dran tut. Ja, auch wenn es schattig, also bewölkt ist. Also Ja. die Sonne ist ja nicht, also sie ist hinter den Wolken eigentlich, aber die knallt schon richtig runter. So, Gut, jetzt aufs Dach, wo wir keinen Schatten haben. bis als erstes die Sachen hochtun. Ja, ich glaube, wir sollten. Dann ist es vorbei. Wenn Oder ich die es- Surfboards, die sind Ja. auch im Schatten da auf der anderen Seite. Dann fangen wir damit an und dann den Rest. Dann kommen Genau. wir auch besser ran. Was sind das da? Nein! Nein! Sind das wieder Termite? Nein! Ah, so ein Scheiß! Oh, zum Glück ist es dir aufgefallen. Wir haben wieder Termiten. Mann! Kann das sein? Ja, vor allem, also mir ist ja da unter dem Baum beim Übungen machen schon aufgefallen, dass da so ein bisschen Krabbelfiecher sind. Aber es waren so vereinzelte und ich dachte, naja, Krabbelfiecher gibt es halt überall im Rasen. Aber schon wieder, das hatten wir ja in Costa Rica schon mal, verkriechen die sich in den Surfbrettern. Also ich meine, die haben ja schon einiges erlebt, da gibt es ein paar Risse und ein paar Löcher drin. Und da scheinen die jetzt sich eingenistet zu haben oder da sind so richtig viele dran. So, oh. Ab ins Wasser damit. Ja, surfen eher gerade nicht, ne? Aber, Nee, aber die Bretter irgendwie. ja, wir müssen die abspülen. Okay, Wasser. Oh, ich hoffe sehr, dass wir damit die Termiten wieder rauskriegen. Das letzte Mal hatten wir ja wirklich wochenlang Termitenbefall, auch im Van, weil sie dann durchs Fenster reingekommen sind und sich da auch überall eingenistet haben. Diesmal sind es ein bisschen weniger Termiten. Das letzte Mal hatten wir ja das Nest in den Finnenboxen der Surfbretter entdeckt. Ja, aber danach waren wir auch eine Stunde im Wasser surfen und das hat dann das Problem gelöst. Aber im Van haben wir sie bis jetzt ja auch nicht gesehen. Zum Glück waren die Surfbretter immer jetzt draußen auf dem Rasen. Oh, ich hoffe sehr, dass das jetzt einfach damit gelöst ist. Wir sind mal zuversichtlich, so viele waren es ja nicht. Okay, das mit den Surfboards hat sie auf jeden Fall vorerst erledigt. Machen wir sonst irgendwann mal. Leute, ich kann euch sagen, Termiten sind richtig scheiße. Das ist richtig kacke, die zu haben. Und dass wir sie jetzt schon wieder haben, das irgendwie verstehe ich das nicht. Aber auf der anderen Seite, das wäre doch ein richtig guter Titel für unser nächstes Video oder für dieses Video. Termitenbefall im Van oder ist die Reise aufgrund Termitenbefalls vorbei? Könnte man machen, aber ja, wieso ich das sage? Manchmal schreiben uns Leute, dass sie unsere Videos nicht mehr schauen, weil wir zu reißerische Titel haben.
Egal. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die hoch müssen. Das machen wir jetzt und die Surfboards, das schauen wir mal irgendwann mal sonst. Okay, kannst loslassen. Finito! Sehr gut. Zumindest für heute, Leute. Oh, fertig. Haben wir alles durch damit? Mehr oder weniger. Die Surfboards, die sind noch zum Auslüften bzw. zum Ertränken der Termiten da hinten. Aber ja. Fies. Ja, aber die müssen wir wirklich loswerden und vor allem, das ist ja kein To-Do mehr für heute. Genau. Ja, dann hoffen wir, dass wir eigentlich bald hier wegkommen, weil eigentlich hält uns ja fast nichts mehr hier. Ja, nur noch der Tipp, der reaktiviert werden muss. Das passiert hoffentlich in den nächsten paar Tagen und dann kommen wir hier weg. Und hoffentlich an einen schöneren Ort und wir können unsere Reise durch Peru weiter fortsetzen. Genau, ja. Und wir hoffen, ihr seid natürlich dabei. Und egal, was wir für einen Titel nehmen für das Video, also ja, wir hoffen, ihr schaut unsere Videos für den Inhalt und nicht, was im Titel steht. Obwohl, so schlimm finde ich unsere Titel ja auch nicht. Ich auch nicht, aber ja. Naja, wir hoffen auf jeden Fall, ihr seid weiter dabei und wir hoffen, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, hinterlasst gerne ein Like oder einen Kommentar, da freuen wir uns immer. Und abonniert gerne den Kanal, das würde uns auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego! Hasta luego! Und Hyper nicht vergessen! Mann, alles länger als man denkt, bla bla.